So, liebe Leute, in den vergangenen Tagen haben mich so viele Kommentare und Nachrichten erreicht und auch David meinte in unserem gemeinsamen Podcast, Robert, schau sie dir unbedingt an, die Rede ist von der zweiten Staffel von Arcane und ich habe die erste Staffel ja geliebt und dementsprechend war ich auch gespannt drauf, aber weil ich Anfang des Monats beziehungsweise Anfang letzten Monats inzwischen ja 2 Wochen Pause gemacht habe aus privaten Gründen, gab es erstmal einiges aufzuholen und damit jetzt auch endlich Arcane Staffel 2 und deswegen sorry, dass es ein paar Tage gedauert hat. In 3 Dreierpaketen kamen diese neuen Episoden an und da konnte man ab dem 20. November die komplette zweite Staffel auf Netflix streamen, was exakt, wenn ich mich richtig erinnere, 3 Jahre nach der ersten Staffel auf den Tag genau ist. Das ist so ein kleiner Fun-Fact am Rande und dementsprechend kann man fast nochmal so ein kleines Roundup gebrauchen. Wo kommen wir eigentlich her? Was ist die Idee rund um diese Figuren, basierend auf Riot Games, League of Legends, was ich persönlich nie gezockt habe. Ich weiß, was Bottom, Mid und Top Lane ist, aber ich habe nie League of Legends gespielt, weil ich auch glaube, wenn man heutzutage anfängt, hat man hunderte Charaktere geführt, mit denen ich überhaupt gar nicht klar käme, weil es einfach sehr, sehr viel ist. Aber das Schöne ist, Arcane funktioniert ohne dieses Spiel zu kennen. Und das auch schon in der ersten Staffel. Wir erinnern uns, es sind quasi große Konflikte zwischen der Oberstadt und der Unterstadt, zwischen Piltover und zwischen Zorn. Auf der einen Ebene geht es um Handel, Bildung, Beziehung, Politik. Auf der anderen geht es eher ums Überleben, Chaos, Recht des Stärkeren, Anarchie, eine Droge, die aus Menschen Monstern macht. Und darin verborgen die Geschichte von Vi und Powder, beziehungsweise später Jinx, 2 Schwestern und ihrem Ziehvater, auch eine sehr dramatische Geschichte in der ersten Staffel. Es geht um eine aus der Oberstadt sich befindende Caitlyn, die den richtigen Weg oder Pfad finden muss oder möchte. Es geht um Victor und Jace, im Grunde 2 Weggefährten, die auch in der zweiten Staffel so eine ganz eigene Ebene bekommen. Darüber will ich gleich noch was sagen. Und auch Figuren, die vorher keine größere oder gar keine Bedeutung hatten, in denen dann aber auch nochmal richtig tiefe Konflikte schlummern und das brodelt halt alles immer weiter auf und immer höher und damit starten wir so in eine zweite Staffel rein mit Figuren, die sich oft verloren fühlen, die es auseinandergerissen hat, die eigene Wege gehen, sodass man aber auch das Gefühl hat, die müssen sich früher oder später nochmal begegnen und vor allem merkt man sofort, wenn man mit der zweiten Staffel wieder anfängt, erstmal die Vibes von den Imagine Dragons und Enemy als Titelsong, der sofort reingeht und dann wieder dieser bombastische und gigantische Look. Also die zweite Staffel von Arcane zu schauen, ist, auch wenn die Serie damit für sich beendet ist und es dann wahrscheinlich weitere Schauplätze in Form von Spin-offs gibt, wenn man sich am Ende auch fragen kann, was wird denn eigentlich aus den verschiedenen Figuren, sofort wieder ein absoluter Augenschmaus auf Weltklasse-Niveau. Also alleine diese Farbpaletten, die dieses durchaus triste und manchmal auch matte, aber dann wieder kräftige mit so einer wahnsinnig großen Varianz dir anbieten. Dazu so ein steampunkiger Charakter, sodass immer auch so was Kaputtes und Kaltes über der Serie schwebt, man aber darüber hinaus in diese Charaktere so tief hineinkriecht und deswegen auch, obwohl man hier, und es sind ja 9 Episoden wieder der zweiten Staffel, die alle zwischen 39 und 50 Minuten lang sind, man sich deren Seele und Charaktere und vor allem deren Verbindungen annimmt, sodass wenn dann nicht nur im großen Showdown und Finale, sondern zwischendurch immer wieder große Momente, da geht es oft um die Bindung auch von Eltern zu Kindern auf dem Spiel stehen, ich so oft Gänsehaut hatte und Tränen in den Augen und so dachte, boah krass, wie befangen ich bin und ich so wirklich da stand und dachte so und auch nicht so richtig sitzen konnte und dachte so, nein, bitte nicht, nein, mach das, nein, und ich so, oh Gott, und konnte kaum hingucken und da merkte ich, boah, es hat mich echt auf einer richtig tollen Ebene gefangen und da muss ich sagen, gefällt mir die zweite Staffel noch einen Ticken besser als die ohnehin schon sehr, sehr starke erste Staffel und das lässt sich auch irgendwie auf vielen Ebenen klar machen. Schön, dass man hier wieder von Netflix zumindest eine 16er Freigabe gibt, das heißt, es wird, wenn es blutiger wird, die Kamera bzw. das Animierte, die dann auch mal gezeigt, auch wenn es mal ein bisschen körperlicher wird, wenn es so eine kleine romantische Ebene gibt, wird auch mal ein bisschen zumindest drauf gehalten, aber vor allem ist dieser erwachsene Look etwas, wo man sofort merkt, dass man eben auf mehreren Ebenen sofort abgeholt wird. Und was extrem spannende Figuren angeht, ist vor allem so ein bisschen die Kerngeschichte rund um Vi und Jinx, aber auch letztendlich eine Art Ziehkind, was hier mit einer Rolle spielt und auch diese Verbindung zum eigenen Vater Vander und was daraus wird, so eine ganz eigene Familiengeschichte, die mit ethischen Werten und Moralvorstellungen zu tun hat, die jeweils fast am anderen Ende sind. Jeder geht seinen eigenen Weg und fast schon ikonisch wird man selbst zu einer Legende, aber wenn es dann hart auf hart kommt, gibt es eine Gemeinsamkeit. Und die ist eben dieser gemeinsame Weg und diese gemeinsame Erinnerung, die man erlebt hat, die Zeit, die man verbracht und die einen immer auch füreinander verbindet, egal wie weit man weg voneinander ist. Und das zeigt sich hier allein schon über Blicke so stark, dass es gar keine Worte braucht. Und ich liebe diese Geschichte, nicht nur wie sie von dem Stil und Look und Feel für sich beide funktionieren, aber vor allem dann, wenn sie zusammen in Szenen sind, so großartig, dass es so in der ersten Staffel packend war, aber in der zweiten, finde ich, genauso funktioniert. Und dann diese Idee von Victor und
Jace, zwei Weggefährten, die so im Grunde einen spirituellen Messiasweg auf der einen Seite gehen und der andere in einen wissenschaftlichen, im Forschungsbereich, aber letztendlich zwei, die sich begegnen müssen und fragen müssen, was ist aus uns geworden? Was ist aus dir geworden? Und hier wird nicht dadurch, dass eine ganze Handlung auf so einer großen Ebene funktioniert, versucht, mit einer übergroßen Waffe oder mit einer übergroßen Armee Sachen zu kitten, zu ändern, Konflikte beizulegen. Nee, sondern indem man sich tatsächlich seelisch begegnet. Und das finde ich einfach richtig gut gelöst, weil damit können wir bonden, damit können wir mitempfinden, damit können wir mitfühlen und dass selbst in den größten Momenten der Wut auch immer Vergebung gar nicht so weit ist und zu welchem Preis das dann auch immer sein mag, sei mal dahingestellt. Aber finde ich auch sehr stark über die beiden gespielt, aber auch das Thema Freundschaft. Wenn ich mir eine Figur wie Echo rausgreife und da gibt es dann zum Beispiel auch Zeitreise als Thematik und der zum Beispiel bei einem Opening einer Episode versucht, eine anderen Figur vor einer fatalen Handlung zu beschützen oder zu verändern, dafür mehrere Anläufe braucht, so ein bisschen im Doctor Strange-Charakter, dann merkt man aber, dass das übergeordnete Ziel nicht ist, eine Sache zu verhindern, sondern einen Freund zu erhalten. Und ich finde, dass halt immer dieses Menschliche, zutiefst Menschliche vorne ran getragen wird, wie ein Schild, im guten wie im schlechten Sinne in Arcane. Und das imponiert mir, dass man eben so tiefgreifend erzählt, und es gibt ja nicht wenige, die sagen, animiertes Kinderkram, das ist Bullshit. Es ist einfach richtig gut, dass man mit Mel Medarda und Embessa Medarda noch so eine Mutter-Tochter-Ebene mit einer bunt der schwarzen Rose vermischt und da auch zeigt, wie sehr sich eben Eltern und Kinder voneinander entfernen können und Konflikte, tiefe Gräben letztendlich reißen können und sich parallel aber zu eben diesen Figuren, die man so rauspickt, die gesamte Handlung weiter vorantreibt, immer größer wird und immer mehr auf dem Spiel steht und aus Kämpfen irgendwann Schlachten werden, funktioniert fast so beiläufig wie aber eben auch konsequent, sodass ich zum Ende hin das Gefühl habe, es ist auf der einen Seite so eine ganz klassische Entwicklung zu einem großen Showdown und Finale und trotzdem gibt es so viele Nebenschauplätze, bei denen ich nie das Gefühl habe, die sind mir langweilig oder die sind überflüssig oder die einzelnen Episoden ziehen sich zu sehr in die Länge. Manchmal, und das ist schon so eine Serie, musst du halt auch voll dabei bleiben, sonst kannst du schnell den Pfad verlieren. Das ist eigentlich keine Second-Screen-Serie, wo du sagst, okay, lass ich nebenbei laufen, da sollte man komplett invested sein und dann kann man darin auch aufgehen, weil man in den Bildern eben sich, wie ich finde, nicht satt sehen kann. Und das sind nicht nur die Vordergründe. Ich liebe es, wenn irgendeine Figur sich eine heiße Tasse Tee nimmt und die beiden oder Kaffee oder was auch immer und da reden zwei Figuren, siehst du ganz klein so ein bisschen diesen Rauch aufsteigen. Es sind so überall kleine Details auch in Arcane, wo du sagst, hey, das hat auch jemand animiert, da hat jemand drüber nachgedacht. Wie kriege ich dieses Bild dynamisch? Wie fühlt es sich authentisch und organisch an? Und das ist so voll davon, dass ich immer wieder in vielen Ecken Dinge fand, die ich schön fand und dann irgendwann aber auch, wenn Musik einsetzt, manchmal ein steampunkiger Charakter, manchmal sehr, sehr traurig, aber immer auch so ein bisschen tiefschürfend und manchmal knallt dir der Beat so richtig rein in den Rhythmus von Begegnungen, von Schnitten und das sind nicht irgendwie Kampfsequenzen, bei denen es das unbedingt braucht, sondern Figuren, die sich anschauen, erinnern, die weggehen, die anderen den Rücken zukehren, also immer wieder menschliche Gesten, die untermalt werden durch die Musik auf so eine gekonnte Art, dass ich sagen muss, von vorne bis hinten hat Arcane einen ganz eigenen Animationsstil, den ich stark finde, einen ganz eigenen Look und Feel, setzt sich mit seinen Charakteren dermaßen auseinander, ohne dabei zu viele aufzumachen, gibt aber auch jedem Charakter einen eigenen Look und wenn sich dahinter dann Armeen oder Gruppen versammeln, bekommen die dann nochmal einen eigeneren, uniformeren Look, sodass sich automatisch eben andere hervorheben, ohne dabei irgendwie zu sehr unterzugehen in der Masse und Figuren dürfen sich weiterentwickeln und aus vermeintlich bösen Figuren können gute werden, aus gute, vermeintlich böse und das Schöne ist, keine Figur ist wirklich nur eine Sache davon in Reinform und so ist eben auch das Leben. Überall ist alles vertreten und da muss ich sagen, macht einfach Bock. Eindrucksvoll, starke Figuren, spannende Geschichte, für Erwachsene gedacht und dass ich immer wieder Gänsehaut hatte und wie man diese familiären Verbindungen aufbricht und glaubhafte Konflikte vor allem schürt und das in so einem perfekt animierten Stil einzubauen, ist eine 10-Punkte-Staffel. Ganz klar. Besseres. Also es mag vielleicht vergleichsweise Gutes geben. Es gibt ja andere Serien, die ich liebe, wie nehmen wir zuletzt Sachen wie in Succession, wie in Ted Lasso, wie in The Bear, wie in Chernobyl, ne? Aber die spielen auch alle auf ihre ganze Art und Weise auf diesem absoluten weltweiten Top-Niveau. Und da muss sich Arcane aber nicht verstecken. Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es in dieser Welt weitergeht und ob ich über League of Legends am Ende mehr lerne
als ich jemals hätte gelernt, indem ich es gespielt hätte, indem ich Serien dieser Art sehe. Okay, dann bin ich am Ende meiner kurzen kleinen Review zur zweiten Staffel von Arcane. Jede Menge Lobhudelei, aber wer es verdient hat, hat es verdient. Das macht Bock, das macht Spaß, gerne mehr aus dieser Welt. Und dann bin ich am Ende dieser Review. Ich bedanke mich immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.